Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Sneagle Design die Elastic Pouch 556. Ist diese Pouch besser als die Blueforce Gear 10 Speed Pouch? Das erfahrt ihr heute in diesem Video. Blueforce Gear hat schon vor sehr langer Zeit die 10 Speed Pouches auf den Markt gebracht. Das sind im Endeffekt ganz flache, elastische Magazintaschen. Lustigerweise, falls ihr es nicht wisst, sind die eigentlich für den Einmalgebrauch gedacht gewesen. Also die Anfrage des Militärs war es, wir wollen eine elastische Magazintasche haben, die wir in einem Einsatz verwenden, danach wegschmeißen können, wo wir einfach nochmal zusätzlich Magazine über den anderen Magazinen transportieren können oder eben andere Gegenstände, die hier reinpassen, Tourniquets, Pistolenmagazine, Flashbangs, was auch immer, kleines Zeug halt eben, und die dann entsprechend auf die normalen Magazintaschen montieren. Blueforce Gear hat es gebaut, cooles Produkt, mit Elastik ausgeführt, hinten auch mit deren Laminatmaterial, nimmt also auch sehr wenig Wasser auf, sehr flach, hat sich herausgestellt, dass die extrem langlebig sind und deswegen auch tatsächlich eines der beliebtesten Produkte von Blueforce Gear sind, nach wie vor. Sneagle Design hat jetzt hier auch ein Produkt rausgebracht, das ähnlich konzipiert ist, die Elastic Mag Pouch. Gibt es in zwei Varianten, einmal 556 und einmal 762. Das ist jetzt die 556 Variante, die wir hier haben. Gibt es in schwarz und einmal in steingrau-oliv. Zur Info, die Blueforce Gear gibt es noch vielen weiteren Farben, wie zum Beispiel grau, oliv, Ranger Green, Multicam und schwarz. Also da habt ihr von der Farbauswahl bei Blueforce Gear habt ihr schon mal mehr. Was diese Tasche hier aber besonders macht, ist, dass man hier ein Material gewählt hat, das elastisch ist und das auch nochmal mit einer zweiten Lage versehen habt. Ihr seht es hier an der Tasche am Beispiel, ihr habt im Endeffekt den Einschub oben für ein Magazin oder auch für andere Gegenstände, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und auf der Front nochmal zwei kleinere Einschübe. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein 556 Magazin hineinpackt, dann könnt ihr auf jeden Fall noch schmälere Gegenstände vorne drauf packen. Das passt sogar bis 40 mm oder Flashbang. Also ihr seht es hier, also Verbrauchsgegenstände, die einmalig genutzt werden und rausgezogen werden, kann man hier noch on top vorne dran machen und das funktioniert auch weiterhin. Natürlich kann man auch ins Hauptfach größere Gegenstände reinpacken, aber da habe ich hier ein paar für euch dabei, um euch das gleich zu zeigen, dass diese Tasche auch durchaus für den Bushcraft, Outdoor-Bereich oder eben EDC-Bereich sehr gut geeignet ist. Blueforce Gear setzt hier auf ein elastisches Material, was eng gewebt ist. Das kennt man, das ist sehr robust. Hat ja auch die Zeit schon bewiesen. Bei Sneagle Design wird hier eine Art Netzstoff verwendet. Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass das Wasser sehr schnell ablaufen kann. Der Nachteil hieran ist allerdings, dass man Gegenstände auch durchsieht. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil sehen, nur dass man es im Kopf behält. Es ist ja eine elastische Tasche und die sind generell dafür gedacht, für den Einmalgebrauch, beziehungsweise was rauszuziehen und es nicht wieder zurückzustecken. Das heißt, wie wir es hier gemacht haben mit einem Multitool oder anderen hellen Gegenständen, die hier on top sind, die würden wir da nicht verwenden, weil man die einfach durchschimmern sieht. Aber ansonsten, wenn ihr hier ein Pistolenmagazin oder ein anderes Magazin, Schrotflintenpatronen, was auch immer vorne reinpackt, die haben meistens einen dunklen Körper und dann passt es. Und es gibt natürlich auch Multitools, die einen dunklen Körper haben im Fall eines Falles. Von der Befestigung her hat hier Sneagle Design ganz klassisches Molle hinten aufgebracht mit zwei versteiften Einlagen, die auch nochmal einen Rückfädler haben. Das ist eine ganz coole Sache. Und hier das Ganze ist so aufgebaut, dass ich einmal eine breite Schlaufe auf der Hinterseite der Tasche habe und unten drunter nochmal eine schmälere Schlaufe. Die ist dafür gedacht, dass ich, wenn ich die untere Schlaufe wähle und nicht die große, dass ich hier auch genau die Breite von einem Gürtel habe, um hier entsprechend auch dann das Ganze an einem Gürtel nutzen zu können. Also das ist auch ganz cool, haben sie mitgedacht, gefällt uns schon mal gut. Ebenfalls vorhanden und nicht vorhanden an der Blueforce Gear ist hier die Möglichkeit, mit einem Bungee zu arbeiten. Das heißt, eine Sicherung zu schaffen für das Magazin. Das Magazin selbst sitzt da relativ sicher drin. Das kann eigentlich nicht so rausfallen, aber gerade wenn man jetzt sagt, man hat jetzt jemand, der Fallschirm springt oder sonst irgendwas, hat man hier die Möglichkeit, einfach nochmal eine zusätzliche Sicherung zu schaffen, um das Ganze nach oben zu befestigen. Und dafür habt ihr mit dabei hier einmal ein Bungee-Cord, den man hinten durch eine Öse fädelt, da einen Knoten setzt und dann entsprechend auch die Länge anpassen kann. Auch natürlich dabei ein Pull-Tab, um das Ganze dann auch sauber befestigen zu können. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was passt hier denn alles rein in diese Taschen? Ihr habt es ja hier vorne schon gesehen, da haben wir ein paar Beispiele. Ein 556 Magazin ist klar, passt hier auf jeden Fall rein. Gucken wir mal, das kriegt man auch relativ gut raus. Vielleicht mal der Klassiker G36er Magazin.
ihr wisst, die haben hier diese Koppelbündchen und die haben hier nochmal die Fassung oben. Also die Blue Force Gear, keine Chance, kriegt ihr nicht rein. In diese Tasche schon, aber es ist natürlich nichts zum Zurückstecken, habe ich ja auch schon gesagt. Also es ist ein bisschen fummelig, man kriegt sie auf jeden Fall rein. Wenn man das vor dem Einsatz quasi vorbereitet und hineinsteckt, bekommt man sie auch tatsächlich erstaunlich gut wieder heraus. Also wie gesagt, reinstecken geht etwas fummeliger. Jetzt schaffe ich mir mal hier eine Halterung. Ich simuliere mal die Molle, indem ich jetzt meinen Finger hier unten reinstecke. Das heißt, das Rausziehen geht erstaunlich gut. Also auch das kein Problem. Es ist eine 556 Tasche, aber wir haben hier auch AK, um mal zu gucken, ob auch AK-Magazine passen. Habe ich auch verschiedene Varianten mitgebracht. Einmal hier, das ist Tapco, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Auch hier wieder reinstecken, etwas fummelig. Aber auch das hält sehr gut und kann natürlich dann auch nochmal zusätzlich mit dem Bungee gesichert werden. Und auch die Entnahme funktioniert einwandfrei. Magpul AK-Magazin, auch das sollte problemlos passen. Ist im Endeffekt ähnlich wie auch das andere hier. Und ich habe auch sogar ein Stahlmagazin mitgebracht von der AK mit diesem ekligen Haken hier vorne. Schauen wir mal, ob das da hineinpasst. Also auch das geht und auch die Entnahme ist ordentlich durchzuführen. So, jetzt haben wir mal ein richtiges 762 Magazin hier für eine SR25 bzw. SCAR. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Dafür gibt es ja dann extra auch die 762 Tasche, aber einfach der Vollständigkeit halber und damit keine Fragen aufkommen, auch das würde hier ohne Probleme reinpassen. So, für den vorderen Bereich haben wir hier schon ein paar Beispiele. Multitools, Pistolenmagazine, Schrotflintenpatronen, 40 mm, Flashbangs, das passt alles. Jetzt könnte man sagen, okay, für die Polizei vielleicht, die mit MP7 oder MP5 unterwegs ist, will ich gar keine großen Magazine nutzen, sondern nur die beiden vorderen Taschen. Das geht natürlich auch. Habe ich dann aber keine Sicherung, beziehungsweise nur eine Sicherung im Zweifelsfall. Nee, geht nicht, weil es ist ja nur im hinteren Bereich. Also hat man keine Sicherung. Aber auch das würde, wie ihr sehen könnt, funktionieren, dass man hier zwei MP7/MP5 Magazine reinpackt. Fürs Hauptfach nochmal kleines Funkgerät. Auch das geht hier ohne Probleme rein. Das heißt, auch hier sehe ich hier ganz klar im Outdoor-Bereich oder im Bushcraft-Bereich, wenn ihr nochmal ein Funkgerät oder sowas dabei habt, auch das passt ohne Probleme rein. Wenn ihr das Hauptfach für eine Rauchgranate nutzen wollt, auch das ist ja ein Verbrauchsmittel. Das heißt, einmal rausziehen und nicht wieder zurückstecken, geht schwierig rein. Jetzt habe ich den Sicherungshebel draußen, den will ich auch mit rein haben. Also auch das würde ohne weiteres hier hineinpassen. Und natürlich auch von der Form her eine 05er Nalgene. Das heißt, wenn ihr an eurem Rucksack an den Seiten zum Beispiel nochmal eine Trinkflaschentasche aufbauen wollt, die leicht und klein und flach ist, dann wäre das hier auch nochmal eine Option, zumindest um 0,5 bzw. 0,7 unterzubringen. Hier eine ganz normale PET-Flasche, 0,5. Auch die kriegt ihr hier rein. Da müsst ihr wahrscheinlich sichern, weil die relativ weit raus steht. Wobei, die hält schon auch gut. Das geht auch. Und natürlich, wer möchte, kann hier auch ein relativ großes Smartphone reinbekommen. Die Kunst ist dann immer, die zweite Hürde zu überwinden. Oben geht es eigentlich immer relativ gut rein. Aber im weiteren Verlauf, wo dann die beiden flachen Taschen kommen, da muss man dann noch mal ein bisschen Kraft aufwenden. Aber wie gesagt, das wäre auch möglich, hier ein Smartphone unterzubringen. Und da würde ich sogar dann auch noch die vorderen Taschen für kleinere Gegenstände nutzen können. Das war, was ich hier mitgebracht habe, um zu gucken. Jetzt vielleicht noch von euch die Frage, wie robust ist das? Das ist jetzt für uns auch eine Premiere. Wir haben das noch nicht ausprobiert. Wir haben nur gedacht, okay, wenn das so blickdicht ist hier und wie so ein bisschen wie ein Strumpf aussieht, hält das auch. Wir gucken mal und versuchen mal jetzt nur mit den Fingern das durchzustoßen. Also ich gebe da jetzt schon richtig Druck drauf, aber das hält. Also es ist deutlich robuster, als es aussieht. Wir haben jetzt ja auch hier schon ein paar scharfkantige Gegenstände reingesteckt, von daher auch eine coole Sache. Unser Fazit. Ich habe ja am Anfang des Videos gefragt, ist diese Tasche besser als die Blue Force Gear 10 Speed Tasche? Das muss jetzt jeder erstmal für sich selber entscheiden. Fakt ist auf jeden Fall,
Die Sneagle Design Tasche ist definitiv günstiger, ist in Europa zu bekommen, auch leichter zu bekommen als Blue Force Gear. Von der Robustheit her ist die 10-Speed Tasche von Blue Force Gear bewährt, das wissen wir. Von der haben wir noch kein Feedback aus der Truppe, das wird sich zeigen. Aber für unseren Eindruck oder unser Eindruck ist hier, dass die Tasche sehr robust ist und auch einiges aushalten kann. Und natürlich dann auch die Vorteile gegenüber der einzelnen Tasche hier bietet, dass ich nicht nur einen Einschub habe, sondern gleich 3 für kleinere Gegenstände auf der Front. Und wie ihr gesehen habt, passen hier auch breitere Gegenstände rein, wie zum Beispiel das G36 Magazin, was hier in der Blue Force Gear 10-Speed Tasche nicht passt. Ihr bekommt die Elastic Pouch von Sneagle Design bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr die Tasche schon gekannt oder habt ihr sie vielleicht schon im Einsatz? Dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.